Wir schauen einen sehr grundlegenden Teil an von Blond, nämlich das Schreiben von Rechnungen. Es gibt mehrere Arten, um zu einer Rechnung zu kommen. Man kann entweder über ein Projekt gehen und das abrechnen, oder man nimmt eine Offerte und tut sie in eine Rechnung umwandeln. Wir schauen hier jetzt aber den einfachsten Fall an, dass man einfach mit einer leeren Rechnung startet. Für das gehen wir im Bereich der Rechnungen, sehen hier gerade eine Übersicht und könnten hier auch filtern nach Entwürfen oder versendeten oder überfälligen Rechnungen. Wir klicken jetzt aber oben auf Neue Rechnung und klicken dann hier auf den Kontakt und können hier wählen, wer die Rechnung überkommt. Das kann entweder ein bestehender Kontakt sein aus meiner Datenbank oder ich kann hier über neue Kontakt direkt einen neuen erfassen. Dann weiter unten haben wir ein paar Informationen, die wir abfüllen können. Hier geht es um den Titel der Rechnung. Also eine Rechnung kann optional einen Titel haben, irgendeinen Namen von einem Projekt zum Beispiel. Das können wir aber auch leer lassen. Dann haben wir das Rechnungsdatum, das standardmäßig heute ist, und die Fälligkeit die kommt aus den Einstellungen. Das kannst du selber einstellen, wenn du findest, meine Rechnungen sollten immer nach 30 Tagen fällig werden oder nach 2 Wochen. Das ist konfigurierbar. Dann wähle ich die Kurrechnung, das soll immer dargestellt werden, und die Mehrwertsteuer die will ich auch ausweisen. Weiter unten haben wir dann noch weitere Einstellungen, die man machen kann, wie zum Beispiel eine Kopfziele oder eine Fußziele. Oder auch wiederkehrende Rechnungen, die man könnte konfigurieren, wenn man zum Beispiel ein Abo in Rechnung stellt, das jeden Monat raus müsste. Ich bin soweit zufrieden und klicke oben auf Speichern. Jetzt landen wir direkt auf der Rechnung, und zwar ist die jetzt noch leer. Da sieht man noch kein Total. Das kommt erst dazu, sobald ich meine erste Position erfasst habe. Die einfachste Möglichkeit, um eine Position auf eine Rechnung zu tun, ist unten links über den Button «Neue Position». Und wir sehen hier eine Standardposition. Das ist einfach eine Position, die einen Titel haben kann, optional auch eine Beschreibung, hat einen Preis, eine Anzahl, Einheit und so weiter. Ich habe jetzt hier eine Position, wo ich sage, das hat einen Einzelpreis von 250 Franken und das soll ein Stundenansatz sein. Und ich tue jetzt hier eine Anzahl von 3 Stunden in Rechnung stellen. Klicke auf Speichern und sehe jetzt hier, dass sich etwas tut. Wir haben jetzt hier die eine Position drin, die in Summe 750 Franken gibt. Das sehen wir unten auch jetzt im Subtotal. Da kommt die Mehrwertsteuer oben drauf und das Total inklusive Mehrwertsteuer. Weiter unten sehen wir jetzt auch schon eine Vorschau vom QR-Zahlschein, wo der Kunde so wird dann auf der Rechnung haben. Jetzt gibt es noch andere Arten von Positionen. Wir könnten zum Beispiel eine Überschrift machen. Die landet direkt unter der Position. Um sie aufzuschieben, können wir sie direkt hier packen und in der Reihenfolge verschieben. Weiter gibt es noch Prozentpositionen. Das wäre für Rabatt oder Zuschläge. Da können wir jetzt zum Beispiel einen Rabatt erfassen. Für das gebe ich minus 10% ein. Ein Zuschlag wäre positiv. Dann haben wir Zwischensummen und ganz nützlich, wenn du immer wieder die gleichen Leistungen in Rechnung stellst, dann lohnt es sich unbedingt, zum einen Artikelkatalog zu führen. Mehr dazu in einem anderen Video, und sobald du den Katalog geführt hast, kannst du direkt aus dem auf die Rechnungen oder Offerte hinzufügen. Ich habe jetzt hier ein paar Artikel vorerfasst und kann jetzt mit wenigen Klicks gerade 3 Positionen direkt auf die Rechnung tun. Ich kann hier wieder die Reihenfolge ein bisschen ändern und noch eine zweite Überschrift einfügen. Können wir die hier noch reinschieben und haben so jetzt eigentlich eine fertige Rechnung. Dann kannst du immer oben über die Vorschau das PDF anschauen, also wie sieht das Dokument aus, das der Kunde bekommen würde. Das sieht gut aus, dann kann ich es entweder hier direkt abladen oder, was natürlich sehr nützlich ist, wir können Rechnungen und Offerten auch direkt aus dem System verschicken. Du klickst oben drauf «Senden an». Der Empfänger ist vorausgewählt aus dem Kontakt, aber da kannst du selber noch Empfänger hinzufügen. Du kannst noch einen persönlichen Text hinzutun für den Kunden und unten dran auf «Senden» klicken. Da siehst du immer eine Vorschau, wie das E-Mail schlussendlich beim Kunden aussieht. Sobald du das gemacht hast, ist die Rechnung verschickt, sie hat den Status versendet und sie wartet auf eine Zahlung. Wenn wir wieder zurückgehen in die Übersicht,
sehen wir jetzt hier auch unsere versendete Rechnung. Wir haben immer eine Vorschau, die wir anschauen können. Und sobald die Rechnung gezahlt werden, kann ich das entweder oben als bezahlt markieren oder über den Status kann ich auch jederzeit sagen, dass ich die Rechnung wieder will, in Entwurf stellen und so auch noch Änderungen machen, falls irgendetwas nicht gestimmt hat an dieser Rechnung.